Also, bist du fertig da? Ja. Ach, das ist schön. Hallo Leute beim HMC. Hanse-Modellbau. Hanse-Modellbau, genau. Ich zeige euch heute ein geiles Boot. Und zwar, wenn jetzt manche sagen, ist das eine alte Kamelle? Der Bullet. Und zwar ist das ein Speedboot, wie ihr schon seht, was richtig Dampf unter der Haube hat. Und zwar wird das von der Firma Joseway vertrieben. Und da möchte ich euch mal ganz kurz mal ein paar Hintergründe sagen. Das heißt Joyceway übrigens, aber egal. Habe ich doch gesagt, Joseway. Du hast Joseway gesagt. Oh Gott. Okay, du wieder. Paar Hintergründe. Und zwar geht es mal darum, ich habe dieses Boot schon mal bei mir gehabt auf der Wendemutstraße im vorigen Geschäft. Und da war das von der Firma Krick, wurde das geliefert. Also Krick Schiffsmodellbau. Die haben das im Programm. Und jetzt habe ich wieder noch einen anderen Zulieferer. Und dann sagt irgendwie mal mein System, ja wieso, den gibt es ja schon und gibt es schon länger. Und wer ist denn jetzt laut der GSPR und so weiter der deutsche Vertrieb dafür? Und da will ich einfach nur sagen, liebe EU, das ist der größte Schwachsinn, den ihr je gemacht habt. Denn solche Modelle werden von verschiedenen, ich sag mal, deutschen oder europäischen Lieferanten vertrieben. Und wichtig ist letztendlich, dass der Hersteller Joseway ist. Und wir haben hier ein super, super Angebot. Ich behaupte mal, das beste Angebot gibt es zurzeit bei HMC für dieses Boot. Und dieses Boot wird normalerweise, liegt der UVP bei 309,99 €. Auch bei vielen anderen Konkurrenten von uns zu lesen, in Bochum. Mitbewerber, nicht Konkurrenten. Ja, Mitbewerber, genau. In Bochum, in Dortmund und wie auch immer. Und wird verkauft so im Schnitt um die 240 €. Also schon relativ gut vom Preis her. Das Boot ist ein 4S-Boot, wird aber ohne Akkus geliefert. Und das zeige ich euch jetzt mal. Ich habe das natürlich hier schon mal ausgepackt. Also, ihr seht, ist das hier auf den Ständer. Ich drehe das mal, Stefan. Das Bullet ist also rund so gute 60 cm lang. Und wir machen mal hier auch den Deckel auf. Mit einem Ingo. Verschluss. Bitte? Jetzt hast du wieder ohne weiße Handschuhe angefasst. Ich sammle doch solche Boote. Du sammelst solche Boote. Wunderbar, Stefan. So, dann gucken wir uns mal das Innenleben an. Das ist also, wie gesagt, die Einheit Brushless-Motor, dann Regler und Motor mit Wasserkühlung. Also der braucht das auch, der hat ordentlich Power. Und hier seht ihr, kommen diese beiden Akkus rein. 2x2S und mit XT60 Anschlüssen. So, dazu gibt es natürlich, wie gesagt, dann die Fernsteuerung. Und dann hat man hier hinten, wie ihr seht, noch eine Menge Zubehör zu installieren. Auch die Schiffsschraube oder Propeller, wie manche sagen, ist auch aus Metall, also keine Kunststoff. Dann haben wir hier noch Doppelklebeband. Also dann haben wir hier noch das Schwert, was hier noch angebracht werden muss. Und noch so ein paar Dinge. Also wie gesagt, Kleinigkeiten sind noch zu installieren bei dem Boot. Aber Aber nichts fürs Planschbecken, nicht? das ist nichts fürs Planschbecken. Und auch noch für die Leute da draußen, die immer sagen, ja, ist das denn auch für Seewasser? Also grundsätzlich sind solche Boote niemals für Seewasser, also Salzwasser, geeignet. Ich will jetzt nicht sagen, es gibt natürlich draußen die Leute, ach komm, Quatsch, labert er. Klar kannst du damit fahren, aber dann musst du das Ding auch ordentlich durchspülen, weil ich sage mal, da bilden sich immer Salzkristallreste, die kristallisieren aus und dann geht plötzlich die Schiffswelle nicht mehr. Wir haben es schon oft genug erlebt. Also das ist nur mit Salzwasser mit äußerster Vorsicht zu genießen. Sollte man eigentlich dabei beachten. Gerade jetzt zur Urlaubszeit, Stefan, wo die Leute ja viel dann, ich sag mal, ans Meer fahren und wollen so ein Boot da mitnehmen. Ihr könnt es machen,
Ist nicht eine Empfehlung seitens Hersteller, heißt auch immer, ist nicht dafür geeignet. Ich weiß, dass es andere auch tun und machen, aber wie gesagt, das ist jedem sein Restrisiko, dass dann auch dementsprechend dann, dass die Garantie nicht gegeben ist. Ja, der Ständer, der hierbei ist, ja, der finde ich jetzt nicht gerade so prickelnd, weil das Boot ist doch relativ rutschig. Ich würde hier auf den Teil in 2 Gummidinger draufkleben, damit er also nicht so hin und her rutscht. Vielleicht ist das auch hierbei, könnte sogar sein. Mal schauen, ja, irgendwas ist hier. Das ist aber das Klettband, aber hier ist auch irgendwie so ein Gummiteil. Kann sein, dass man das dafür nutzen soll. Aber jetzt kommt unser Angebot. Und zwar ist das Burner-Angebot. Und das, glaube ich, kriegt ihr kaum nirgendwo anders. Wir liefern dieses Boot zusätzlich Nicht mit einem. nicht mit einem, sondern mit 2 Akkus aus. Das heißt, wir haben hier zusätzlich nochmal 2x2S, 4400 mA. Und jetzt kann einer sagen, was er will. Die sind mindestens auch nochmal 40 € locker wert. 40 bis 50 €, diese beiden Akkus. Passende Stecker, wie gesagt. Und ein nicht USB, sondern ein kleines, handliches nochmal Ladegerät, wo ich auch beide Akkus zeitgleich drüber laden kann. Wie gesagt, unser Lade-Akku-Video, ich würde immer ein anständiges, nochmal ein besseres Ladegerät kaufen, aber für den Anfang ist es schon mal besser als ein USB-Lader, denn der lädt hier dementsprechend 240 Volt, klar ist Anschluss, nur leider mit 800 mA, das ist nicht viel. Das heißt, die Akkus brauchen da relativ lange für. Ne? Aber für mich ist der Hauptschlag, ihr kriegt sie mit Akkus geliefert. Also und durch das Ladegerät könnt ihr natürlich das Boot zumindest jetzt für den Anfang sofort in Betrieb nehmen. Und was soll ich euch sagen? Das Ganze, Stefan, für satte 239 € bei uns. Das heißt, eigentlich sind die Akkus geschenkt. Im Wert von nochmal 40 € dabei. Denn das Boot wird aktuell bei fast allen Konkurrenten angeboten um die 240, 250 € ohne Akkus. Link setzen wir unten rein. Wir können nicht wissen, wie lange wir bei unseren Lieferanten nachbestellen können. Ist zurzeit ein Monatsangebot, was wir haben. Ich habe jetzt erstmal auf Verdacht 3 Stück bestellt. Was weg ist, ist weg. Also ist ein Hammerkurs für ein Super 4S Speedboot. Ich sage mal, und gerade jetzt ist Bootefahrzeit. In dem Sinne, Dankeschön fürs Zuschauen. Natürlich ist die Fernsteuerung auch dabei. Ne? Dankeschön fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Euer HMC Hansemodellbau.